Herzlich willkommen zu Knopf und Nadel. Ich bin Annika und heute soll sich dieses Video einmal rund ums Plotten drehen. Ich zeige euch heute mal, wie ihr meine Plotterdateien auf eure T-Shirts bringen könnt. Ihr habt natürlich auch andere Varianten mit euren Plottern und ich sage euch mal grob, wofür die eigentlich da sind und was es für Plotter gibt. Viel Spaß beim Video! Was ist überhaupt ein Plotter? Ein Plotter überträgt eine Vektordatei auf ein Material. Zum Beispiel überträgt ein Schneideplotter eine Vektordatei auf eine Folie oder auf Papier. Es gibt aber auch Plotter, die zum Beispiel Stifte halten können und damit wunderschöne Bilder malen können, die ihr vorher in einer Vektordatei habt. Da gibt es verschiedene Marken, bei denen ihr euch da einen schönen Plotter besorgen könnt. Ich zum Beispiel nutze einen Cricut Joy. Es gibt aber auch zum Beispiel Silhouette, HP und Brother. Da gibt es wunderschöne Modelle. Ich habe mich für den allerkleinsten entschieden, da ich nicht so viel Platz auf meinem Nähtisch habe. Zum Plotten gehören aber auch noch ein paar Materialien und Zubehör und die zeige ich euch jetzt. Neben meinem kleinen Mini-Plotter hier von Cricut benötige ich natürlich auch noch Werkzeuge zum Entgittern meiner Folie. Ich nutze sehr gerne den Haken und ich habe noch einmal vorher meine Klinge gewechselt, damit auch alles scharf ist. Zusätzlich brauche ich ein Device mit der Software, Folien, in meinem Fall Flexfolie von Snaply, eine Schneidematte. Die braucht man in der Regel für kleinere Folienreste, die man vielleicht noch zurechtschneiden kann. Dann brauche ich so eine hitzebeständige Matte, um meine Folie dann aufzupressen. Ich nehme ein Bügeleisen ohne Schnur. Dann benötige ich natürlich auch noch das Material, auf das ich dann meine Folie aufbringen möchte. In dem Fall ein T-Shirt und eine Fusselrolle. Abgedeckt wird das Ganze dann noch einmal mit Backpapier. Wenn wir uns jetzt einmal ein bisschen Platz geschaffen haben, können wir auch direkt loslegen mit unserem Projekt. Ich habe zum Entgittern auch noch so einen Silikonmülleimer, der ist super, um den Haken wieder sauber zu bekommen. Wichtig ist bei eurer Folie, dass ihr die glatte, glänzende Seite immer nach unten steckt. Geschnitten wird oben auf der matten Seite. Mein Motiv ist jetzt einmal schon in der Cricut Software drin und kann als Projekt gestartet werden. Solltet ihr eine andere Plattform nutzen, dann kann es sein, dass ihr vielleicht sogar ein anderes Format benötigt als ich. Die Umwandlung ist aber ganz einfach. Vermutlich habt ihr da aber auch schon mehr Erfahrung als ich gesammelt. Ihr könnt euer Motiv zum Beispiel hier in der Software direkt auch nochmal spiegeln. Das ist besonders wichtig, wenn ihr Schrift habt. Wenn das ohne Schrift ist, müsst ihr jetzt hier an der Stelle nur entscheiden, in welche Richtung der Traktor fahren soll oder in welche Richtung das Faultier gucken muss. Das ist ganz euch überlassen. Denkt dran, so wie ihr es schneidet, gespiegelt wird es dann aufgebracht. Also so wie es geschnitten wird, ist es genau verkehrt herum. So als Gedankenstütze. Und ich starte jetzt einmal, mein Plotter misst jetzt zum Beispiel meine Folie aus, die ich ausgewählt habe, ob die überhaupt reicht. Das ist aber jetzt gar kein Problem, da es ja eine neue Folie ist. Dann können wir jetzt ja einmal loslegen mit unserem Projekt und den Plotter einmal arbeiten lassen. Wie gesagt, eine frische Klinge ist Gold wert. Es geht einfach so viel schneller und so viel besser zu entgittern. Mein Plotter legt jetzt hier los. Den ganzen Schneidevorgang habe ich natürlich ein bisschen schneller gemacht, denn das hat ganze 7 Minuten gedauert. Das ist ein recht filigranes Motiv. Ihr könnt jetzt erkennen, dass bei mir die Folie ein bisschen rumwabbelt, obwohl sie eigentlich direkt für den Cricut Joy gedacht ist. Das ist aber überhaupt kein Problem, wenn es nicht zu stark ist. Wenn ihr merkt, dass eure Folie ein bisschen schief eingezogen wurde, dann brecht bitte den Vorgang ab und fangt von vorne an. Denn wenn ein ganz kleines bisschen verschnitten wurde, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr ärgert euch aber, wenn euer Motiv am Ende nicht mehr so schön aussieht. Gerade bei Originalfolien kann das recht teuer werden. Ich denke da zum Beispiel an die teuren Infusible Ink Folien von Cricut. Da sollte man sich sicher sein, dass das Messer wirklich scharf ist. Meins ist jetzt kein Original Cricut Messer, sondern kommt direkt von Snaply. Das ist für mich ein vertrauenswürdiger deutscher Shop. Das funktioniert für mich sehr gut. Ich würde euch empfehlen, aber trotzdem lieber entweder den Originalhersteller zu nutzen oder eben einem Shop, den ihr wirklich vertraut.
Unser Plot ist jetzt fertig geschnitten. Ich teile mir das einmal von meiner Folie ab. Die kann ich natürlich nochmal benutzen. Dafür nutze ich einen extra Rollschneider. Der ist nur für Folien gedacht, damit mein Stoffrollschneider nicht stumpf wird. Und jetzt beginnen wir mal mit dem Entgittern. Ich mache euch das wieder ein bisschen schneller, weil das ein Prozess ist, der jetzt eine ganze Weile in Anspruch genommen hat. Ich möchte euch aber trotzdem einmal den kompletten Prozess ohne Schnitt zeigen. Zum Entgittern braucht ihr jetzt eigentlich nur den Haken, eure Finger und ein bisschen Geduld. Mir macht das Entgittern echt viel Spaß. Das ist ein bisschen wie Puzzeln oder vielleicht das Gegenteil davon. Man kann sich dabei aber sehr gut entspannen, finde ich. Und man sollte natürlich Zeit einplanen. Zum Entgittern dieses Traktors habe ich zum Beispiel 20 Minuten gebraucht. Das ist recht lange, aber es gibt auch viele kleine Stellen zu entgittern. Am Ende sieht es sehr, sehr filigran aus und vielleicht sogar viel schwieriger, als es am Ende sogar war. Ihr solltet natürlich versuchen, alle Stellen zu erwischen. Solltet ihr mal etwas ein bisschen zu klein geplottet haben und eine zu kleine Stelle haben, dann lasst sie einfach drin. Meistens fällt das dann auf dem fertigen Shirt zum Beispiel überhaupt nicht auf. Wichtig ist, dass ihr natürlich alle Reste entfernt, also dass an eurer Folie am Ende nicht noch ein Stück von der Flexfolie hängen bleibt, denn das würdet ihr sonst auf das Kleidungsstück mit aufbügeln. Jetzt säubern wir gleich noch ein bisschen unseren Arbeitsplatz, damit wir eben, wie gesagt, nicht irgendwelche Reste anbügeln oder aufpressen, die wir nicht wollen. Ich mache mir noch ein bisschen Platz, der Plotter kann noch ein bisschen weichen und nehme meine Hitzeschutzmatte, damit ich auch auf meiner Schneidematte mal etwas aufpressen oder bügeln kann. Das Kleidungsstück wird dabei noch einmal ganz gerade vor mich hergelegt. Und dann schaue ich mir mal ganz genau die Markierungen an, die das Kleidungsstück vielleicht schon hat oder eben noch nicht. An der Stelle lege ich ein Lineal an, schaue, wo ich den Plot ungefähr hinhaben möchte und mache mir dann Markierungen mit einem Trickmarker. Ein Trickmarker verschwindet wieder, der ist zum Beispiel auch zum Nähen sehr praktisch und damit kann ich mir auch Punkte markieren, wo jetzt mein Plot aufgelegt werden soll. Wichtig ist natürlich auch nochmal das Entfusseln. Da die Folie unten klebt, hält sie auch gleich perfekt auf dem T-Shirt. Sie wird einmal ein bisschen angedrückt. Dann nehme ich mein Backpapier zur Hilfe und lege einmal los. Es wird einmal angepresst. Ich habe zweimal das Bügeleisen benutzt. Der Akku hält halt einfach nicht so lange. Musste dann sozusagen nochmal nachpressen. Aber ich denke, es hat gereicht. Wenn ihr das Bügeleisen benutzt, aber auch vielleicht diese kleinen Extrapressen, achtet darauf, dass ihr wirklich alles von der Folie gleichmäßig erwischt und auch in gleichen Teilen erwischt. Jetzt heißt es warten und Geduld haben, vielleicht einen Kaffee kochen, denn 5 bis 10 Minuten lasse ich auf jeden Fall meine Folie noch abkühlen, bis sie komplett erkaltet ist. Erst dann entferne ich die Außenfolie, nur dann hält der Plot auch wirklich. Sollte sich eure Folie direkt ablösen, wenn ihr die Außenfolie abzieht, dann macht sie schnell wieder drauf und es wird noch einmal gepresst. Bei mir klappt es jetzt ganz langsam und vorsichtig. Sie klebt wirklich sehr stark, aber mein Motiv sieht wirklich toll aus. Die Farbkombination gefällt mir unglaublich gut und dieser Traktorplot ist tatsächlich auch unglaublich beliebt bei euch. Nicht wundern, die Markierungen vom Trickmarker verschwinden natürlich noch. Ich finde, mein Plot ist richtig toll geworden. Wenn ihr einen Plot mit mehreren Ebenen habt, dann macht ihr an dieser Stelle einfach weiter und tragt Ebene für Ebene auf. Gefallen euch meine Plots? Ihr findet die Plotter-Dateien auf meiner Homepage, aber auch bei Makerist.de. Dort gibt es auch ein paar exklusive Modelle, die ihr nicht auf meiner Homepage finden könnt. Die Links zu den beiden Seiten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr abonniert meinen Kanal, damit ihr mehr sehen könnt. Weitere Videos von mir zum Thema Plotten findet ihr hier. Und wenn ihr noch ein paar Videos zu meinen Schnittmustern sehen wollt, klickt doch mal hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!